Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kathi und ich möchte dir heute zeigen, wie du dieses kleine Tuch mit dem Muster häkelst. Ich habe hier das aus einer vierfädigen Bobbel gehäkelt. Hier sieht man noch vom Start die Fäden. Ich habe sie extra mal noch draußen gelassen, noch nicht abgeschnitten. Und das hier sind jetzt 400 Meter. Also es ist ein bisschen kleineres Tuch, aber trotzdem finde ich, ist es ganz schön. Ich habe am Anfang hier Stäbchen gehäkelt und bin dann nachher in ein Muster übergegangen. Aber ich finde, das sieht schön aus. Also ja, und ich möchte dir heute zeigen, wie du das Tuch mit diesem Muster einmal häkelst. Das hier habe ich mit einer Vierernadel gehäkelt und deswegen zeige ich es dir jetzt auch mit einer Vierernadel. Ich habe hier ein Restegarn, denn ich dachte, zum Zeigen reicht das. Ja, als erstes arbeite ich hier meinen Anfang und dazu dachte ich, nehme ich dich ein bisschen runter. So, ich nehme als erstes den Faden und mache mir meine erste Masche für meine Nadel. Dann häkle ich jetzt, die ziehe ich mir noch ein bisschen lockerer, 4 Luftmaschen, 3 und 4, und schließe diese 4 Luftmaschen in der ersten Masche an meinem Start zu einem Ring. Du kannst natürlich auch einen magischen Ring machen, wenn dir das liegt, aber ich häkel das immer so. So, und jetzt habe ich sozusagen hier einen kleinen Ring. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen nach oben. Die ersten 3 Luftmaschen sind mein Stäbchen, also das dient als Ersatz für ein Stäbchen. Und diese Luftmasche mache ich immer an den Ecken. Jetzt nimmst du den Umschlag auf die Nadel und häkelst in den Ring noch einmal 4 Stäbchen. Und noch eins, die 4. Das hier ist jetzt schon die erste Seite des Tuches. Jetzt folgen 2 Luftmaschen für die Spitze des Tuches und noch einmal in diesen Ring 4 Stäbchen. Und das 4. So, und damit diese Ecke hier auf der Seite genauso wird wie die, wo ich angefangen habe, häkle ich jetzt noch mal eine Luftmasche und mache in den Ring noch einmal ein Stäbchen. So. Jetzt folgen wieder 4 Steigeluftmaschen. Also die ersten 3 wieder als Ersatz und das 4., um hier sozusagen gleich zu sein. In diesen Zwischenraum hier häkle ich jetzt, nachdem ich meine Arbeit gewendet habe, nochmal 2 Stäbchen rein. Also um die Luftmasche herum sozusagen. So. Und jetzt in jedes Stäbchen, in jede Masche von dem Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt bin ich wieder an meiner Ecke. Das heißt, hier um meine 2 Luftmaschen folgen 2 Stäbchen.
2 Luftmaschen und noch einmal in denselben Zwischenraum 2 Stäbchen. So, und hier wieder in jede Masche ein Stäbchen häkeln. So, wenn du das hast, bist du wieder hier unten an der letzten Ecke sozusagen. Da folgen 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Das ist einfach, damit das hier mit der Ecke immer gleich ist. Also noch einmal 4 Luftmaschen nach oben, die Arbeit wenden und in den Zwischenraum 2 Stäbchen. Und wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. In jede Masche ein Stäbchen. So lange, bis du wieder an der Spitze bist, und dort folgen wieder 2 Stäbchen in den Zwischenraum, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in den Zwischenraum. So, und die andere Seite arbeitet man jetzt genauso. In jede Masche einfach ein Stäbchen häkeln. Dieses Muster ist schön und schlicht, finde ich. Es ist auch schön für einen farbenreichen Bobbel, finde ich, weil da geht das Muster bei einem Bobbel mit vielen Farben oder mit starkem Farbverlauf meistens ein bisschen unter, aber ja, bei dem hier halt nicht so, sehe ich jetzt so. Jetzt bin ich wieder am Zwischenraum, 2 Stäbchen rein. Eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. So, und das ist hier an meinem Tuch der Start. Und das häkelst du jetzt so lange, wie es dir gefällt. Ich habe das Ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Runden gemacht. Also 17 Stäbchenreihen habe ich gehäkelt und dann mit dem Muster hier angefangen. Aber das kannst du variieren, wie du möchtest. Du kannst das 20 Reihen lang machen oder nur 15, wie du das willst, weil das Muster hier ist immer gleich. Das kann man immer ganz schön dann einsetzen. Also wie gesagt, ich habe 17 Reihen und du kannst damit starten, wann du möchtest. Wenn du jetzt deine Maschen soweit hast, deine Reihen, dann machst du wieder 4 Luftmaschen, wendest deine Arbeit. Und die Ecke hier, die bleibt bei mir immer gleich. Da häkle ich immer die 4 Luftmaschen und die 2 Stäbchen. Und auf der gegenüberliegenden Seite dann zum Abschluss kommen 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So. Hier in das erste Stäbchen häkle ich wieder ein Stäbchen rein. So. Und jetzt würde ich sozusagen dann schon mit dem Muster einmal starten. Für diesen Mustersatz hier, für das hier innen drin, brauchst du insgesamt 5 Stäbchen. Also 5 Maschen. Das heißt,
1, 2, 3, 4, 5. In diese 5 kommt, oder diese 5 ergibt mein Muster. Ich übernehme den Umschlag auf die Nadel und überspringe die ersten beiden und mache in meine dritte Masche ein Stäbchen für die erste Masche, noch ein Stäbchen für die zweite Masche, eine Luftmasche für die Masche, in die ich reinarbeite, und noch einmal ein Stäbchen für diese Masche hier, die noch kommt, und noch ein Stäbchen für diese Masche. So habe ich meine 5 Maschen in diesem Muster eingearbeitet. Jetzt nehme ich wieder meinen Umschlag auf die Nadel und ich habe 1, 2, diese 2 Maschen habe ich ja schon gehäkelt, das heißt, die überspringe ich und hier in diese Masche, in die dritte also, häkle ich wieder ein Stäbchen. So. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, das reicht genau noch einmal für einmal das Muster. Das heißt, ich nehme wieder meinen Umschlag auf die Nadel und überspringe die ersten beiden und häkle in die dritte Masche 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal 2 Stäbchen. So, und dann wäre ich schon sozusagen an meiner Ecke. Das heißt, ich nehme den Umschlag auf die Nadel und arbeite meine Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Alles in denselben Zwischenraum. So. Und jetzt arbeite ich hier genauso wie ich hier geendet habe. Das heißt, ich überspringe 1, 2 und arbeite in die dritte Masche mein Muster rein. Also 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal 2 Stäbchen. Dann überspringe ich wieder 1, 2 und mache in die dritte Masche ein Stäbchen. So, und so setzt sich das ganze Muster zusammen. Das ist am Anfang ein bisschen zählen, aber danach nicht mehr. Das siehst du aber gleich in der nächsten Reihe. So, das letzte Mal den Mustersatz 1, 2 überspringen, in das dritte arbeite ich die 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal 2 Stäbchen. Dann überspringe ich wieder 2 Maschen, 1, 2 und hier in die dritte mache ich mein Stäbchen. Jetzt bin ich an meiner Ecke und dort arbeite ich wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. So, das war sozusagen der Start von dem Muster. Jetzt gehe ich wieder mit 4 Luftmaschen nach oben, wende meine Arbeit und arbeite hier rein wieder 2 Stäbchen in den Zwischenraum. Wie gesagt, das ist immer gleich. So, da ich jetzt hier keinen Mustersatz machen kann, weil die Maschen noch nicht ausreichen, arbeite ich hier in jede Masche ein Stäbchen rein. So, und dann hätte ich jetzt schon gleich mein Muster. Das heißt, ich nehme den Umschlag auf die Nadel und arbeite hier in den Zwischenraum hier meinen Mustersatz mit 2 Stäbchen, eine Luftmasche und wieder 2 Stäbchen. So, dann folgt das Stäbchen wieder. In das Stäbchen mache ich auch ein Stäbchen und dann folgt wieder der Mustersatz im Zwischenraum.
Also das Muster ist gar nicht so schwer. Es ist ein schönes, einfaches Muster. So, jetzt überspringe ich wieder diese 2 Jahr und arbeite hier die letzten beiden Stäbchen in die Maschen, bis ich an der Ecke bin. So, und dann für die Ecke wieder die 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, die Runde hier, die Reihe, die starte ich jetzt wieder so, wie ich geendet bin. Das heißt, ich mache erst meine 2 Stäbchen und dort mache ich jetzt mein Muster rein. 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Dann folgt das eine Stäbchen und wieder die Musterreihe. 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal 2 Stäbchen. So, und hier fülle ich jetzt wieder auf, genauso wie am Anfang. Wie gesagt, du brauchst für dieses Muster hier immer 5 Maschen. So, und an der Ecke 2 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. Und 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 zum Wenden. So. Hier vorne die Maschen reichen ja jetzt immer noch nicht, weil ich ja immer hier zwischen dem Muster ein Stäbchen habe, damit sich das halt ein bisschen absetzt, das Muster. Das heißt, ich zeige dir jetzt, wie du hier weiterarbeitest. Du machst 2 Stäbchen in den Zwischenraum und füllst diese Reihe mit Stäbchen wieder auf. Da kann man dann in der nächsten Reihe, also wenn man dann die Reihe hier oben drüber dann ist, wieder ein Muster draufsetzen. Aber das zeige ich dir gleich. Jetzt arbeite ich erstmal mein Muster weiter, bis ich hier am Ende bin. So, du siehst, hier sind jetzt ein paar mehr Maschen frei. Das heißt, hier wäre das Stäbchen und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen frei. Das heißt, ich mache jetzt hier in die erste noch einmal ein Stäbchen und dann überspringe ich die ersten beiden und mache dann meine 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Die nächsten beiden werden übersprungen und in die dritte hier kommt das Stäbchen. Und dann folgt man einfach wieder dem Mustersatz, wie es vorgegeben ist von der Vorreihe. Und so kann man das ganze Tuch dann füllen. So, hier sind es 1, 2, 3, 4, 5 wieder. Das heißt, ich überspringe 1, 2 und in die dritte Masche kommt mein Muster. So, und hier kommt die Ecke dann rein. So. Das heißt, unser Muster sozusagen wird immer in der 1, 2, 3, in der 4. Reihe sozusagen einmal mehr. Aber das auch nur, wenn du sozusagen in einer ungeraden Reihenanzahl startest. Das heißt, ungerade, ich habe ja hier 1, 2, 3 und habe dann mit dem Muster gestartet. Also
wenn du hier bei der 17 bist, bei der 15 bist, bei der 11 bist und so weiter. Also wenn du zum Beispiel hier 11 Reihen hast an festen Stäbchen, dann verläuft das so, dass du in der 4. Reihe immer deine Muster erweiterst. Wenn du mit geraden Reihen startest, sozusagen, also mit 2 Reihen, mit 4 Reihen, mit 6 Reihen, mit 8, mit 10 Reihen hier vorne in den festen, in den Stäbchen, dann wird sich das hier alles ein bisschen verschieben. Ja? So, ich zeige es dir jetzt hier noch einmal, den Rücklauf sozusagen. Der wird genauso gestartet, wie es hier geendet ist. Das heißt, ich überspringe die ersten beiden Maschen und setze mein Muster rein. So, die 2 wieder überspringen und hier in das 3. das Stäbchen. Und dann musst du wieder nur dem Mustersatz hier folgen. Das heißt, hier einmal das Muster in den Zwischenraum, ein Stäbchen und wieder einmal das Muster. So, diese beiden überspringe ich und setze hier in die 3. mein Stäbchen. So, und hier kriege ich jetzt nochmal diesen Mustersatz hin. Das heißt, das erste wird übersprungen, das zweite und hier in dem 3. kommt das Muster. So, 1, 2 überspringen, hier rein in die 3. ein Stäbchen. Und dann noch für die Ecke 2 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. So. Und so sieht das Ganze dann einmal aus. Wie gesagt, meine Stäbchen hier, mein Start, auch hier sind hier 17 Reihen und hier, wie gesagt, sind es 3. Ich hoffe, die Anleitung ist so verständlich, dass du das Tuch schön nacharbeiten kannst. Wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, frag einfach. Ich versuche auf alle Fälle weiterzuhelfen. Ja, in diesem Sinne, du kannst das Tuch jetzt so lang wachsen lassen, wie du möchtest, wie es dein Bobbel hergibt. Das ist wirklich ganz dir überlassen. Wie gesagt, ich hatte ein 400 Meter Bobbel hier für dieses Tuch und das ist jetzt so, ja, eine Art Halstuch einfach geworden für mich. Genau. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast noch einen schönen Tag. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und hören. In diesem Sinne, bleib gesund, mach's gut. Tschüss!